Servus Leute, welcome back. Wir sind gerade in Georgien, in der Svaneti-Region. Wow, es ist richtig crazy alles da. Gestörte Berge, wilde Straßen, geiles Essen, richtig coole kleine Ski-Community. Die Bergführer sind lustig und Partys gibt es auch richtig wilde da. Ja, mega danke an Guro erstmal. Der hat uns Kontakt hergestellt zum georgischen Tourismusverband und dadurch sind wir überhaupt da. Wir sind in Tiflis mit Ski angekommen, diesmal Skibags da, Gott sei Dank. Ja, da hat uns der Andro gleich abgeholt, unser Guide. Das ist mal ein richtig cooler Dude. That's our way. Ja, so lustig ist das Auto, bitte. Geile Karre, Mann. Because all clouds. Yeah. A bit of snow in the forecast. Yeah, it is, but the temperature is too high. Maybe we are lucky. Maybe you brought some kind of lucky. Maybe you have connection to the god of the. Wir hatten gleich mal ein mega geiles Abendessen. Da sind wir schon auf den Geschmack gekommen vom georgischen Essen. It has layers. See? It should be. If cheese is good, you can recognize by it. Because it has layers. Layer by layer. Am nächsten Morgen haben wir den Sti und den Clemens getroffen, die beide für Down Days da sind. Jetzt fahren wir nach Mestia. 10 Stunden Drive. Ich glaube, anscheinend die letzten 140 Kilometer werden ziemlich bumpy. Wie geht's, du bist müde? Ja, ein bisschen müde, obwohl ich gerade ewig gepennt habe, aber ich bin noch müde. Schlafen wir im Auto noch mal ein bisschen. Jawohl. Und haben dann einen Roadtrip gestartet Richtung Großer Kaukasus. Wir waren 12 Stunden unterwegs. Hatten dann eine halbe Stunde vor Mestia hatten wir ein ziemlich crazyes Erlebnis. Da war eine Schlammlawine oder eine Mure ist auf die Straße runtergekommen und da war ein Riesenbagger, der das die ganze Zeit auf die Seite geschoben hat, aber es hat nicht aufgehört. Es ist die ganze Zeit von oben Zeug runtergekommen und dann mussten wir da 1-2 Stunden warten und irgendwann hat der Andro einfach durchgezogen und ist einfach durch das, keine Ahnung, halber Meter tiefen Schlamm Vollgas durch mit unserer geilen Karre und Gott sei Dank sind wir durchgekommen, weil ich war schon echt ein bisschen sketchy. Aber ja, somit hat das Adventure schon mal gestartet. Sind dann in Mestia angekommen. It's really deep. It's okay, guys, don't worry. Don't worry. Holy shit, it's deep. Don't worry. Yeah. Yeah. Yahoo! You made it! Okay, now we know why you have this car. Okay. That's it. Welcome to our place. We made it! 12 Stunden. Geil. Geil. Oh! Ja, Mann! Sind am Morgen aufgewacht und ja, waren direkt perfektes Wetter, waren umgeben von massiven Bergen. Auf der einen Seite der Ushba, ich glaube der bekannteste Berg in der Region, der ist 4700, der ist so 2 Gipfel nebeneinander, ein wunderschöner Berg. Und dann sind wir ins Skigebiet Tetnuldi gefahren, wo auch der Tetnuldi genau dahinter ist. Der 4,8 ist auch ein mega krasser Berg mit gestörtem Gletscher oben drauf. Ja, sind da gleich mal ins Skigebiet gedüst. Also egal welche Richtung man schaut, da waren gestörte Lines und gestörte Berge. Oh. Aber es stimmt schon, es schaut echt aus, als hätten sie einen schlechten Winter. Ich glaube halt, dass da auf der Höhe trotzdem viel mehr Schnee liegt wie bei uns. Da war die zweite Freeride Competition, die es je gegeben hat in Georgien.
Und ja, ich bin da eben der Guru, mein alter Kollege, hat mich da eingeladen und hat gefragt, ob ich Forerunner machen kann. Und dann haben wir gesagt, ja klar, mache ich gerne. Und bin dann da Forerunner gefahren. Habe dann direkt nach meinem Forerun meine Bindung ausgerissen vom Ski, von meinem älteren Tourenski. Und direkt einmal gestartet, wie wir im Libanon aufgehört haben. Fahren wir gleich nochmal einen Run, oder? Achter. Zack. Zack, bumm. So eine Dreckscheiße, Alter. Was soll denn das jetzt? Ah. Successful first run. See Forerunner. Yeah. Actually, one of the best line was yours. Really? You need to get shifts. I'm happy I got another. Whatever you see here, the avalanches, most of them on a really not steep area is because of the Chitavita. Because the snow came early in October, I don't know, maybe 40 centimeters, something like that. Yeah. It never snowed snowed again. until, like, I don't know, for 2 months, something like that. Yeah. And it was all crystallized, so huge shitty layer of bottom layer. He got stuck here, still on the ridge. Das ist so wunderschön. Otherwise he would be dead. That was last week. Ohne Ja, Ende, das war last week. Letzte Woche. Ja, kritisch. Kann man nicht einfach irgendwo reinfahren wieder mal. Das ist saugeil, einfach zack, bumm. Ja, sehr geil. Da hinten ist ja schon alles super. Hast du mal mit einem Skifighter so ist er nirgends runter. Ja, die Lawinensituation ist relativ ähnlich wie bei uns daheim. Schon den ganzen Winter ziemlich sketchy. Ja, seit 1-2 Monaten ist es extrem gefährlich hier und ja, gehen überall riesige Lawinen ab. Somit sind wir auch wieder relativ vorsichtig unterwegs. Daher auch die Local Guides. Mega cool, dass die dabei sind und die wissen einfach, wie es hier ist. Und wir können nicht herkommen und direkt uns in die steilsten Lines reinwagen, weil es, ja, wenn man sich irgendwo nicht auskennt und nicht mitgekriegt hat, wie sich die Lawinensituation über den Winter verändert hat, dann ja, immer besser jemanden haben, der sich echt auskennt, der schon länger da ist, der weiß, wie war es in den letzten Wochen. Es ist auf jeden Fall auch wieder ziemlich sketchy, das haben wir schon gewusst davor und ja, dementsprechend müssen wir auch aufpassen. Ja, habe dann aber am Nachmittag einen Ski von einem Ski-Patrol ausleihen dürfen und sind dann noch ein paar Runden gefahren, haben es aber sehr gemütlich genommen, waren alle ein bisschen fertig noch von unserem Roadtrip und der Schnee war jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Da gibt es so fucking viele schöne, geile Berge rund um uns. Alle bis zu 5000 Meter, da hinter uns haben wir 4000, da drüben ist der Uspar mit 4,7, da hinter uns 4,8. Ja, richtig geile Area, unglaubliches Panorama. Ja Mann, ich freue mich schon richtig, was das noch so geht die nächsten Tage, es wird sicher geil. Ja, nach dem ersten mehr oder weniger erfolgreichen Skitag sind wir dann eben zurück nach Mestia. Ja, danach sind wir in der Bar gelandet, in der Twin Peaks Bar mit allen Bergführern und Guides und einfach Locals von Mestia. Ja, war richtig geil, hat voll Spaß gemacht. Ja, am nächsten Tag war sowieso nicht viel möglich, da war Regen und Schnee und ja, Sturmwetter, von dem her haben wir es gemütlich genommen. Und haben uns einfach mal ein bisschen umgeschaut in der Stadt. Ja, war richtig spannend zu sehen. Ja, die alten Gebäude und Türme schauen teilweise aus wie aus dem Mittelalter, sind auch aus dem Mittelalter. Und dann gibt es eben die Bauern mit ihren Kühen unterwegs sind und dann haben wir doch irgendwie die kleine Ski-Community, die ist eine ganz lustige Mischung, aber sehr cool auf jeden Fall, richtig lässig. Yep. So the mountain guides, that's the local community. They're crazy. They are good. They are really nice guys. They are qualified. They are certified, but at the same time they are still locals. They have these local unique features, character.
they really like to have fun. They really enjoy that. And yeah, we want to go see Ushkuli tomorrow. We want to go ski tour. Ushkuli, even for Georgians as well as Swans, is really unique place. Yeah. First of all, it's UNESCO protected sites. And the second thing is that I think, if I'm not mistaken, it's highest inhabited village settlement throughout, if you consider that part of Georgia as part of Europe, including Europe. So basically, yeah, I mean, it's really interesting, the area there, and it lies just in front of the highest mountain of Georgia, which is Shkhara, 5,205 meters, if I'm not mistaken. Ja, ja, Guru hat mich dann noch auf die Bühne gebeten. Ja, habe ich kurze Rede gehalten. I wish you all the best. Good luck for the competition. Just search for a line that looks fun to you. Don't kill yourself. And it will be a great show. And have fun. That's the most important thing. Ja, an unserem Down Day haben wir einen Bergführer gesucht, haben dann den Gogita gefunden. Und ja, mega cooler Dude. Erfahrener Bergführer, einer der besten Freunde von Nick Valiani, der ist so der bekannteste Bergführer hier. And we will see, we are skiing 500 meters and then one can go up and down. Ja, dann haben wir mit dem Gogita zusammen eine Tour nach Ushkuli geplant, eben das Special-Dorf, UNESCO Kulturerbe und der gestörte Berge rundherum, richtig schöne Area. Sind da dann reingefahren mit seinem fetten Jeep und ja, es war ich glaube ziemlich sicher die wildeste Straße, die ich je gefahren bin. Und dann sind wir da angekommen und der Ort ist wirklich wie im Mittelalter, ist wie im 15. Jahrhundert stehen geblieben. Aber mega schön, super coole Locals. Ja, haben dann von da aus eine Skitour gestartet. Ja, wie groß der ist. Ja. Aber er ist boah, der hat eine fette Fleischwunde, hey. Ja, Bro. Also er ist einfach massiver wie ein Wolf. Verwundert aus dem Wolf. Ja. Haben wir noch ein paar Hunde gehabt, die uns begleitet haben. Erstmal am Parkplatz. Das ist schon ungefähr der größte Hund, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Die ganze Zeit bei uns gestanden. Und dann war da ein ziemlicher Hundefight, wo wir losgelaufen sind. Das war schon ein bisschen scary. Die Gabriel haben sie schon halb angefallen. Leider war das Wetter nicht gerade so der Wahnsinn. Es hat unten noch geregnet, oben hat es dann geschneit. Wir waren ziemlich im Whiteout, haben nicht allzu viel gesehen. Aber haben uns trotzdem noch ein paar ganz coole Turns abgeholt. Und Gogita hat uns dann nice im Whiteout herumgeführt. Wir hätten sowieso nie im Leben wieder heimgefunden. Ja, hat eigentlich echt eine lässige Tour gemacht. Und ich freue mich schon zum wieder mal da hochgehen, wenn es geiles Wetter ist. Yes, nice. Yeah. Alles in allem mega geiler Tag, trotz scheiß Wetter und keiner Sicht. Mega spannender Ort, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Es hat noch ein lustiges River Crossing. Eine da. Schnaller zu. Oh, der ist gefährlich. Nur dicke Lawinen überall. Dann sind wir durch einen Ort durchgeheizt. Das war auch noch lustig zwischen den Kühen und den mittelalterlichen Türmen. Oh, Alter!
Haben dann noch von 2 Local Omas haben wir das beste Essen überhaupt gekriegt. Und ja, alle mega happy, trotz echt schwierigen Bedingungen. Haben wir das Beste draus gemacht, wieder mal. Es ist auf jeden Fall eine richtig spannende Zeit da. Die Leute sind super cool, es passiert jeden Tag crazy Zeug, gestörte Berge, gestörte Views. Oh, es ist echt schon so viel passiert, wir sind ein bisschen überwältigt. Ja, jetzt soll das Wetter gut werden, es hat ein bisschen Neuschnee weiter oben und wir haben auf jeden Fall geile Pläne für die nächsten Tage. Bleibt dran, liken und subscriben nicht vergessen. Nächste Woche wird eine geile Episode, ich freue mich schon richtig.